Heute am Tag 5 der Reise haben wir unser aus Deutschland bestelltes Wohnmobil abgeholt bei Cruise America in Denver. Nachdem wir Denver westwärts verlassen haben, finden wir in den Rocky Mountains im Nationalforest einen schönen Stellplatz. Hier packen wir die Koffer aus und richten unser Auto für die nächsten 4 Wochen ein. Am Folgetag geht es nach Hot Springs. Dort sind viele Thermalbecken. Hier erholen wir uns und holen uns einen ersten Sonnenbrand, denn wir haben 30 Grad und etwas darüber. Nachdem wir die schöne Badestelle verlassen haben, fahren wir entlang des Colorado Rivers und dann biegen wir ab nach Norden Richtung Walden. Hier im Wildlife-Gebiet wollten wir über Nacht bleiben und Tiere beobachten. Da das Übernachten hier am Wildlife-Gebiet ausdrücklich verboten war, ging es weiter nach Walden an den Stausee und hier fanden wir eine schöne Übernachtungsstelle. Steamboat Springs ist ein Ort mit vielen Quellen und Thermalbädern. Da die Ortschaft sehr groß ist und wir keinen Platz für unser Wohnmobil bekommen, können wir nicht baden gehen, aber wir besichtigen wenigstens die Quellen. Es ist Zeit für unseren Sohn, eine erste Radtour zu unternehmen. Hinten unter den Betten war ein großer Stauraum, wo wir das Rad abgelagert hatten. Es war schnell ausgepackt und los geht's. Wir sind jetzt auf der County Route 8 in Colorado unterwegs und fahren in den White River Nationalforest. Hier am Dunkley Pass sind wir bereits 2976 Meter hoch. Wir haben eine schöne Sicht über die Rocky Mountains und später bleiben wir auf 3125 Meter stehen und übernachten. Wir dachten, wir sind hier oben auf 3125 Meter ganz allein unterwegs. Aber ein Schäfer treibt seine Herde vorbei. Sein Hund kommt uns besuchen und holt sich ein paar Streicheleinheiten ab.
Wir genießen hier die absolute Ruhe und beim Sonnenuntergang genießen wir die blaue Stunde. Wir sind früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang genießen zu können. Und wieder trennen sich unsere Wege. Unser Sohn macht eine weitere Radtour, während wir mit dem Auto ins Tal hinabfahren. Vor Jahren gab es hier einen mächtigen Waldbrand. Die Häuser am See hat man aber gerettet. Dass der Winter vor der Tür steht, sieht man überall. Hier werden die Tiere aus den Bergregionen in das Tal befördert. Wir haben die Ortschaft Maker verlassen und fahren auf dem Highway 13 in das Tal des Colorado Rivers. Der Colorado River fließt hier in etwa auf einer Höhe von 1700 Meter über dem Meer. Vom Ort Newcastle bis Glenwood Springs sind wir dem Interstate 70 gefolgt nach Osten. Dann biegen wir ab und fahren wieder in die Berge auf 3000 Meter. Nach 28 Kilometer unbefestigter Straße sind wir am Campground Lost Lake angekommen. Hier übernachten wir. Noch scheint die Sonne und wir bereiten uns vor, wieder einmal ein Campfire zu machen und dazu ein paar Steaks vom Bison zu grillen. Und nach dem Essen wärmen wir uns an einem schönen Lagerfeuer. Wir starten früh und es ist noch recht frisch. Es geht entlang auf 3000 Meter Richtung Crested Butte und dann geht es abwärts ins Tal des Gunnison Rivers. Wir verlassen den Stausee des Gunnison Rivers und 50 Kilometer weiter fahren wir rechts den Berg hinauf Richtung Black Canyon Rim. Wir haben uns hier im Black Canyon Nationalpark einen Campground gesichert und fahren anschließend die Rimkante entlang und schauen in das Tal des Gunnison Rivers.
Da jetzt am Abend die Sonne schon etwas flach steht und sie nicht mehr bis in den Talgrund scheint, brechen wir ab und genießen die letzte Sonne am Campingplatz. Es geht noch einmal am Rim entlang und wir genießen die Ausblicke an den verschiedenen Stationen bei schöner Morgensonne. Hier am Painted Wall ist das Tal 600 Meter tief. Wir schauen uns die marmorierte Wand an und sehen den Vergleich der Höhe an diesem Bild. Vom Campingplatz bis zum Ende der Rimstraße sind es etwa 12 Kilometer. Ein kurzer Ausflug lässt uns den Blick nach Montrose 1000 Meter tiefer gewähren. Besonders schön fanden wir die Beschriftung der einzelnen Pflanzen, um sie kennenzulernen. Wir haben die Ausblicke auf der Südseite des Black Canyon genossen. Jetzt geht es wieder zurück, um auf die Nordseite des Black Canyon zu kommen. Dabei fahren wir wieder über den Gunnison River am Stausee Blue Mesa. Wir sind über den Damm Blue Mesa gefahren und fahren jetzt auf der Nordseite weiter entlang der Schlucht. Auch hier gibt es viele Aussichtspunkte, wo man in die Schlucht, die 600 Meter tief ist, schauen kann. Nachdem wir schon einzelne Regentropfen abbekommen haben, sehen wir im Süden eine starke Gewitterfront aufziehen. Die Wolken sind immer dichter geworden und die Regenschauer ziehen heran. Und wenn sie nicht wären, könnten wir hier am Horizont die über 4000 Meter hohen Berge der Rocky Mountains sehen.
Unser Tagesziel ist heute das Colorado Nationalmonument. Vorher fahren wir aber noch über die Grand Mesa mit über 3000 Meter Höhe. Hier auf der Höhe von 3000 Meter genießen wir die Blicke in das Tal des Colorado in die Richtung Grand Junction. Unterwegs hatten wir noch relativ schönes Wetter, aber jetzt gegen 17 Uhr ist hier bei Grand Junction ein mächtiges Gewitter im Anzug. In einer Regenpause haben wir hier im Colorado Nationalmonument unseren Campground-Platz gefunden und warten ab, was das Wetter uns in den nächsten Stunden und Tagen bringt. Der morgige Tag ist auch ein neuer Film und er wird uns an der Rimkante des Colorado Nationalmonuments entlang führen.